Ja, servus zusammen. Ich bin's mal wieder. Ich melde mich aus meinem Keller. Wie soll es auch anders sein? An diesem wunderschönen Tag in dieser wunderschönen Stadt. Und ich habe euch eine Mobula 7 heute mitgebracht. Aber keine Angst, das wird kein Unboxing. Da man ja momentan so viel Zeit hat, habe ich mir gedacht, das Ding liegt eh schon ewig rum. Und da muss unbedingt mal ein neuer Rahmen drauf, weil die habe ich schon ganz schön dahergewerkelt. Und ja, jetzt habe ich Zeit, jetzt habe ich mir gedacht, zeige ich euch das mal, wie ich und was ich da genau umbauen werde. Ja, und zwar ist bei dem originalen Frame, den man hier sieht, ja, irgendwie das gefällt mir nicht so gut mit diesen zwei 1S Batterien. Die sind hier unten dran, da ist ein TPU-Teil dran, mit dem man die zwei Batterien hier irgendwie fixieren soll. Das ist aber alles ziemlich wackelig und naja, da habe ich ein bisschen geguckt und habe diesen Rahmen hier gefunden. Der schimpft sich Mobula 7 V3, also Version 3. Und wie man hier vielleicht erkennen kann, ist dieses Batteriefach schon um einiges größer. Jetzt habe ich bei Hobby King gesucht, weil ich meistens mit diesem, mit dieser Mobula, mit der hier, 2S fliege und meistens draußen hier bei mir im Garten rumfliege, was ja momentan öfter vorkommt. Da habe ich mir gedacht, ich brauche mal eine gute Lösung, um da zwei S-Akkus reinzumachen, weil ja in dem anderen Frame einfach das, man setzt irgendwo mal auf, dann hängt wieder einer von den zwei Akkus raus und ja, das passt einfach nicht. Und dieser Frame, der ist echt super, ja. Aber ich habe hier diesen 2S-Akku, 300 mAh, 45 bis 90 C bei Hobby King, kostet Normalpreis 5 Euro. Und der passt hier sowas von gut rein, ja. Also da wackelt nichts, der steckt super sauber da drin, da macht man noch ein kleines Batterieband irgendwie drum und dann ist das perfekt, ja. Also vom Gewicht her packt es der oder die Mobula auf jeden Fall. Ja, da werde ich jetzt mal anfangen, das umzubauen. Es ist ja auch nicht viel. Es sind ja nur 3 Schrauben je Motor und der Rest ist nur Stecker und oben die Platine und die Kamera, das ist ja alles nur mit ein paar Schrauben zusammengehalten. Also das sollte eigentlich auf 10 Minuten, Viertelstunde sollte das eigentlich passiert sein, ja. Zuerst schraube ich die 3 Schrauben vom Motor raus und ziehe danach den Stecker ab. Dann geht der Motor schon raus. Das gleiche mache ich dann mit den anderen auch. Das geht relativ zügig. Hier sieht man mal, wie klein so ein Motor eigentlich ist im Vergleich zu so einer Zahnbürste. Also diese Brushless Motoren, die sind echt wirklich winzig, ja. Danach kommt diese Plastikhaube, die ist nur mit 3 Schrauben festgemacht, hinten, links und rechts. Das geht alles relativ fix, alles runter. Und zum Schluss der Flugcontroller, der ist nur mit so kleinen Gummis festgemacht. Und dann geht der auch schon raus und dann ist das ganze Teil schon zerlegt. Ja, so schnell geht's. Das hat jetzt nicht mal 10 Minuten gedauert und die ganzen Teile sind rausgebaut. Ich werde jetzt das noch ein bisschen reinigen. Motoren habe ich schon gereinigt und dann bauen wir das auf den neuen Frame. Ja, nach kurzer Zeit ist es dann auch wieder ein ganzer Kopter. Zum Schluss noch die Batterie rein, da verwende ich diese Nanotech von Hobby King, eine 2S 45 bis 90 C. Den Link mache ich euch mal in die Videobeschreibung, die passt da wirklich perfekt rein. Und dann noch die Propeller drauf und dann würde ich sagen, teste ich mal das Ganze und fliege eine kleine Runde.
Ja, also wie ihr gesehen habt, hat das Teil echt gut Power. Ja, macht echt Spaß, mit dem Teil hier durch die Gegend zu brettern. Der Rahmen hat auch gut hergehalten. Bin schon ein paar Mal abgestürzt. Ja, noch nichts kaputt, noch nichts gebrochen. Also ich bin der Meinung, der ist schon stabiler. Der ist auch insgesamt massiver gebaut und er wiegt auch mehr. Der wiegt jetzt 7 Gramm. Der Originale wiegt nur 5. Und mit der Hobby King Batterie, ich glaube, die wiegt 17 Gramm sowas. Ist er auch ein bisschen schwerer, aber also wie gesagt, Performance denke ich reicht aus, ja, für so einen kleinen Tiny Whoops. Mag welche geben, die noch besser gehen, aber bei einer Flugzeit von 3-4 Minuten und ja, der Performance finde ich, ist das Ding voll okay, ja. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, hat sich gelohnt, kann ich nur weiterempfehlen. Link dazu mache ich euch in die Videobeschreibung. Ihr könnt mir auch mal schreiben, was ihr davon haltet, oder vielleicht habt ihr auch so einen, ja. Schreibt es mal in die Kommentare. Auf jeden Fall werde ich jetzt die Akkus laden und noch ein bisschen fliegen dann. Und ja, wie immer bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und schaltet jetzt gleich die Glocke dann an. Dann verpasst ihr keine neuen Videos. Ansonsten, ich wünsche euch was. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's es gut. Servus, pfiat euch.